Hallo meine Lieben, wenn ihr meine bisherigen Videos so ein bisschen angeguckt habt, dann habt ihr immer gesehen, wenn ich gestempelt und koloriert habe, dass ich diesen Schritt immer so ein bisschen vorgespult habe und das einfach aufgrund dessen, dass es viel zu lange gedauert hätte, euch das zu zeigen. Und deshalb wollte ich das Video heute mal so ein bisschen dem Kolorieren von Stempeln widmen. Ich hatte dieses Video ganz ehrlich gesagt schon mal gemacht und auch schon auf YouTube hochgeladen, aber Asche über mein Haupt, da ist ein grober Fehler, hat sich da eingeschlichen. Ich habe nämlich ganz am Anfang zwar das richtig gesagt, für was ihr die Memento und für was ihr die STAS-On verwenden müsst, aber im Verlauf des Videos hat sich da komplett ein Fehler eingeschlichen und ich wollte das so nicht stehen lassen und deshalb heute nochmal derselbe Inhalt, aber diesmal korrekt. Und naja, das gucken wir uns gleich nach dem Intro an. Was ich euch heute zeigen will, sind 5 Varianten. Und zwar einerseits die Copic-Marker, dann die Tombow-Marker, wie ihr mit Pigment Ink kolorieren könnt, Wasserfarbe und Aquarellstifte. Um das vorzubereiten, habe ich ganz einfach hier ein Stempelset verwendet und habe das gestempelt. Und eben, ich werde es nochmal sagen im Video selber, aber wichtig, wenn ihr Alkoholmarker verwendet, dann müsst ihr ein wasserbasiertes Stempelkissen haben. Wenn ihr wasserbasierte Farben verwendet, dann müsst ihr dieses STAS-On oder auch das Archival Ink haben, damit euch das Ganze, die Stempelfarbe dann nicht verwischt. Aber das zeige ich euch jetzt Schritt für Schritt im Video. Bevor ihr anfangt mit dem Stempeln, müsst ihr euch überlegen, wie will ich nachher meine Stempel kolorieren. Wenn ihr etwas mit wasserbasierten Farben kolorieren wollt, dann müsst ihr zum Beispiel mit einer STAS-On stempeln oder was auch geht, ist die Archival Ink von Ranger zum Beispiel. Wenn ihr mit Alkoholmarkern nachher kolorieren wollt, wie zum Beispiel mit den Copics, dann müsst ihr mit einem Stempelkissen wie zum Beispiel Memento oder was auch geht, zum Beispiel ist die VersaFine Ink, von dem her hier einfach, wenn Wasser passiert, dann STAS-On Permanent Ink oder wenn Alkohol passiert, dann mit Memento oder zum Beispiel VersaFine. Das ist das, was ihr euch am Anfang überlegen müsst. Ich habe schon ein paar Sachen vorbereitet, weil ich will euch heute 5 Sachen zeigen. Einerseits will ich euch zeigen, wie ihr mit den Copic-Markern kolorieren könnt. Dann will ich euch zeigen, wie ihr mit den Tombow-Markern kolorieren könnt. Dann, wie ihr mit so Pigment Ink auch kolorieren könnt. Dann nehmen wir ein Beispiel, wo ihr ganz normale Wasserfarben nehmen könnt. Und ganz am Schluss gehen wir dann noch zu den Aquarellstiften über. Von den Materialien, die ich heute verwende, einerseits habe ich hier ein Monster gestempelt aus diesem Set. Das ist hier dieses süße kleine Monster. Und dann habe ich einmal mit der Memento gestempelt für die Copic-Marker und der Rest, die anderen 4 Varianten, die wasserbasiert sind, habe ich mit dem STAS-On Stempelkissen gestempelt. Was ich immer nehme, ist auch so ein Acrylblock für die wasserbasierten Sachen, weil ich gehe nicht direkt mit der Farbe auf das Papier, sondern ich arbeite immer hier mit diesem Acrylblock. Natürlich Wasser, ist keine schlechte Idee. Und von den Malstiften her, ich schiebe das kurz ein bisschen beiseite, um euch das zu zeigen. Ihr könnt ihr mit Pinseln arbeiten, was ich meistens mache. Ich nehme hier so einen ganzen feinen Pinsel, mit dem arbeite ich meistens. Es gibt aber auch hier so Wassertankpinsel. Das Schöne an den Wassertankpinseln ist folgendes. Ihr habt verschiedene Breiten der Pinselspitze. Hier habe ich einen ganzen feinen, mit dem kann man wirklich sehr fein arbeiten. Ihr braucht halt einfach kein zusätzliches Wasser, weil ihr füllt diesen Tank mit Wasser und damit könnt ihr dann arbeiten. Ich nehme jetzt hier einfach irgendeine Farbe, gehe hier direkt rein,
nehmt ihr auf und ihr seht, ihr könnt hier wirklich super fein arbeiten. Und wenn ich zur nächsten Farbe übergehen will, streife ich das einfach auf einem kleinen Papier ab, gehe in die nächste Farbe rein und mache hier einfach weiter. Na, das ist das. Die zweite Breite ist der hier. Ich zeige euch auch kurz von der Breite her. Und auch hier einfach wieder abstreifen. Die nächste Farbe rüber. Und so könnt ihr so ein bisschen breiter arbeiten. Und der dritte ist dann ganz ein dicker. Da könnt ihr wirklich schön breit arbeiten mit dem. Ich habe eben diese 3 Spitzen, da gibt es aber sicher auch noch unterschiedliche Varianten, das wollte ich euch einfach mal zeigen. Jetzt starten wir zuerst mit dem, was ich mit dem Memento gestempelt habe und was wir mit den Copic-Markern kolorieren. Vielleicht auch noch, warum ich sage, dass ihr das mit unterschiedlichen Kissen stempeln müsst, ist ganz einfach der Grund, wenn ich das jetzt mit der Starzone gestempelt hätte, dann würde mir das verlaufen, sobald ich mit dem Stift ein paar Mal drüber gehe. Also diese schwarze Farbe fängt dann einfach an zu verlaufen und das habt ihr eben nicht, wenn ihr beachtet, dass ihr immer diesen Mix macht von wegen alkoholbasiert, wasserbasiert oder wasserbasiert, alkoholbasiert. Ne? Das ist der Grund. Ich werde bei allen Varianten jetzt zuerst einfach mal kolorieren, dann seht ihr, wie ich das mache und dann gucken wir uns das Resultat an. Ich sage euch ein bisschen die Vor- und Nachteile und auch, wo ihr preislich zu liegen kommt. Vielleicht grundsätzlich, und danach höre ich dann auch auf zu quatschen, vom Kolorieren her, es ist ja so, wenn ein Element näher am Lichtelement ist, dann ist es heller und das, was drumherum liegt, wird dunkler. Dasselbe, wenn ich einen Körper habe, ne? Wenn dieses Element näher am Licht liegt, dann wirft es ja einen Schatten. Das heißt, das müssen wir beim Kolorieren auch immer beachten. Ich definiere am Anfang, woher meine Lichtkeule kommt und das wird bei mir hier so in diese Richtung sein. Und das heißt, überall, wo zum Beispiel das Gesicht ist weiter vorne als die Arme, da werde ich einen Schatten machen. Der Mund ist weiter vorne als der Rest des Gesichtes, also werde ich da einen Schatten machen. Die Nase liegt auch weiter vorne, auch da werde ich einen Schatten machen. Einfach, dass ihr das Prinzip versteht. Und jetzt bin ich still und fange an zu kolorieren. Bei den Copics immer zuerst hell und dann dunkel schattieren. So, ihr seht jetzt, wie das Monster aussieht. Was ich jeweils mache, vielleicht hier auch einen Tipp, wenn ihr von einer Farbe jetzt nicht etwas habt, was gerade so ein bisschen dunkler ist, als die Farbe, die ihr habt, wie bei mir beim Rot, dann arbeite ich meistens mit diesem dunkelgrauen hier. Das ist der
BV23. Und ansonsten seht ihr, dass von der Stempelfarbe nichts verschwommen ist. Und ihr könnt halt einfach super das Ganze blenden. Copic-Marker sind per se wirklich ein bisschen teuer. Ich habe hier mir die Preise angeguckt und da seid ihr zum Beispiel bei einem 6er-Set seid ihr bei 25 Franken, bei einem 12er-Set seid ihr schon bei 70 Franken und bei einem 72er-Set seid ihr schon bei 280 Franken. Aber warum ich diese Teile so sehr liebe, zeige ich euch kurz, weil ich koloriere praktisch eigentlich nur noch mit den Copics. Und die Preise, die ich euch gesagt habe, das sind diese Copic Ciao Marker, die auf der einen Seite die Pinselspitze haben und ihr habt gesehen, wie extrem filigran ich damit arbeiten kann. Und hier auf der anderen Seite habt ihr einen breiteren Stift. Jetzt eben, warum ich die so sehr mag, wenn ich zum Beispiel hier blenden will. Na, ich habe dunkel und dann habe ich hell. Na, kann ich da ins Dunkel reingehen und das wunderbar miteinander blenden. Die Farbe verläuft hier, ihr habt keinen satten Strich, sondern ihr könnt die wirklich wunderbar miteinander verwischen. Ich zeige euch im Unterschied das, was gleich dann kommt mit den Copic-Markern. Ich nehme hier auch einen, der so ein bisschen dunkler ist und einen, der dann so ein bisschen heller ist und versuche da rein zu blenden. Ihr seht hier den Unterschied, ne? Das ist das Blenden mit den Copics und das ist Tombow. Also da seht ihr klarere Linien, als das mit den Copics der Fall ist. Von dem her, mein Favorit, definitiv Copic-Marker, aber eben ich will euch heute alles andere auch noch zeigen. Als nächstes kommen wir zu den Tombow-Markern und da mache ich es ganz ehrlich gesagt nicht so, dass ich direkt mit den Markern aufs Papier gehe, weil ich eben diese Striche extrem gut sehe, sondern ich arbeite da immer mit einem Pinsel und Wasser und gebe von diesem Marker hier auf den Acrylblock, nehme dann ein kleines bisschen Wasser, streife das auch immer wieder auf dem Papier ab, dann nehme ich diese Farbe auf und so gehe ich dann auf den Stempel. Ihr habt gesehen, ich habe immer wieder, wenn ich die Farbe gewechselt habe, den Block kurz mit einem Tuch abgewischt. Und hier ist das Ergebnis. Ihr seht, es ist ein bisschen filigraner, aber trotzdem auch schön mit den Schattierungen. Wie gesagt, ich mache das immer
zuerst auf den Acrylblock. Ihr könnt es, wenn ihr das lieber habt und lieber sattere Farben habt, könnt ihr das auch direkt mit den Stiften aus Papier machen. Da müsst ihr halt einfach genau diesen Punkt beachten, dass ihr dann die Striche eher seht, wie ich das euch vorhin auf dem Papier gezeigt habe. Im Vergleich sind jetzt auch nicht haargenau die gleichen Farben, aber hier habt ihr halt einfach ein satteres Ergebnis, weil ich auch mit den Stiften direkt aufs Papier gegangen bin. Aber ich finde auch das Ergebnis super witzig. Von den Preisen her bei den Tombow-Markern, auch da seid ihr nicht ganz billig. Ich habe den letzten Preis, den ich gesehen habe, ist so für einen Pinsel 5,90. Aber die halten halt einfach auch extrem lange, von dem her preislich auch nicht gerade die billigste Lösung. Kommen wir zum nächsten. Das ist die STASON mit den Pigment Inks. Und das sind ganz normale Pigmentstempelkissen. Und was ich da mache jeweils, ich gebe ein kleines bisschen, da braucht ihr echt nicht viel, so eine Ecke von auf den Acrylblock. Und dann gehe ich da mit Wasser ran und gehe dann aufs Papier. So, wenn wir uns das Resultat angucken, ist natürlich heller, weil ich habe eine etwas hellere Farbe verwendet. Aber ihr könnt hier wunderbar auch mit dem Wasserpinsel diese Schattierungen machen. Was bei der Pigment Ink so ein bisschen das Problem ist, dass wenn ich mit der Farbe über die schwarzen Linien gehe, dann werden die natürlich heller, weil es hat Pigmente drin. Von dem her, so sieht das Resultat aus. Warum ich euch das zeige, manchmal stempelt man was und hat halt einfach nicht die richtige Farbe an Stiften, gerade um das dann passend auszufärben. Und da finde ich das halt einfach eine super Alternative, ist auch vom Kostenfaktor was ganz anderes. Also so ein ganzes Set mit, was sind das, 2, 4, 6, 8, 10, 20 Farben, hat mich irgendwie $10 gekostet. Also von dem her, da seid ihr in einem ganz anderen Bereich. Aber naja, ist halt nicht ganz dasselbe Resultat wie jetzt zum Beispiel mit einem Copic-Marker oder mit einem Tombow-Marker. Aber auch das geht. So, das nächste Thema, Wasserfarbe. Natürlich auch mit der STASON gestempelt und da arbeite ich auch mit dem feinen Pinsel. Und ich gehe auch da nicht direkt von der Farbe auf den Stempel, sondern auch zuerst auf den Acrylblock, weil ich so die Farbe ein bisschen besser kontrollieren kann.
Und so sieht das Resultat aus mit den Wasserfarben. Ihr habt gesehen, das Schöne ist, ich habe hier nur mit 2 Farben gearbeitet und je nachdem, wie viel Farbe ich reinnehme oder mit wie viel Wasser ich das Ganze vermische, desto heller oder dunkler wird die Farbe und so könnt ihr wunderbar auch arbeiten. Auch das ist ein cooler Effekt. Eben, es kommt immer darauf an, was ich will und was mir gefällt. Von dem her hier das kleine Monster, auch vom Preis her seid ihr da natürlich in einer ganz anderen Dimension. Also dieser Malkasten, das war so eine Aktion, hat mich 10 Franken gekostet. Und ich habe extrem viele Farben und durch das Mischen kann ich da auch noch mehr Farben machen. Also von dem her, das auf jeden Fall eine schöne Variante, wenn man auch so ein bisschen auf die Kosten gucken muss oder wenn einem der Effekt halt ganz einfach gefällt. Ne? So, die letzte Variante. Da nehmen wir noch die Aquarellstifte. Und ich habe hier die von Stabilo. Und da mache ich 2 Sachen. Das eine ist, ich werde zum Ausfärben von Flächen, gehe ich direkt mit dem Stift aufs Papier und drücke da wirklich nur ganz sanft. Also nicht hier Striche hinterlassen und auch immer nur in eine Richtung. Das einfach ein bisschen einfärben, damit da Farbe drauf liegt. Dann löse ich die Farbe mit dem Wasserpinsel auf und wenn ich dann direkt in Schattieren gehe, dann nehme ich jeweils ein bisschen Wasser auf und gehe da direkt auf den Stift drauf und dann aufs Papier. Das seht ihr gleich, wie ich das mache. So, und hier habt ihr noch das Resultat mit den Aquarellstiften, ähnlich wie das mit den Wasserfarben. Hier seid ihr preislich dann ein bisschen höher, ein bisschen viel höher, aber naja, es sind halt Aquarellstifte. Ich habe mir die Preise so ein bisschen angeguckt, jetzt nicht spezifisch Stabilo, was ich hier habe, aber Caran d'Ache und Faber-Castell. Und da liegt ihr so zwischen 40 und 50, also irgendwo so dort zwischendrin für so ein Set an Aquarellfarben. Und hier die ganzen nochmal im Vergleich. Das war zuerst die Copics-Marker, dann mit den Tombow-Markern, dann hatten wir hier die Pigment Inks, dann war das hier die Wasserfarben und hier noch die Aquarellstifte. Und das war es auch schon, was ich euch heute zeigen wollte.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Informationen waren hilfreich für euch. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!